Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits from Zero. Entschuldigt bitte, dass ich beim letzten Mal so holter die Polter aus dem Part ausgestiegen bin. Wir hatten beim letzten Mal ein bisschen Überlänge, aber wir befinden uns auch gerade mal wieder in einer sehr interessanten Situation, denn eigentlich sind wir gerade auf Mission für Imelda. Area Cannon was set as the new S-Break. You can change it under searches in the camp menu. Okay, und wir sollten eine Puppe quasi abholen, die sie ihrem Käufer schon versprochen hatte. Und der Typ, der diese Puppe hergestellt hat, möchte diese jetzt nicht rausgeben. Der wollte uns eigentlich vor seinen verschlossenen Toren abweisen, hat uns dann doch reingelassen, um sich wahrscheinlich selber zu bespaßen und unsere Stärke zu testen. Und diese haben wir beim letzten Mal unter Beweis gestellt, auch wenn der Kampf nicht so ganz ohne war. Aber Ende gut, alles gut. Und jetzt haben 3 von 4 Leute auch Level-Ups als Resultat generiert und scheinbar nicht nur das. Wow. Okay, also Randy hat was Neues gelernt und Ellie sogar einen neuen S-Break und 2 Serum-Powder bekommen wir. Also wenn das mal nicht lohnenswert war, dann weiß ich auch nicht. Da sehen wir sie auch nochmal. Die Viecher, die uns beim letzten Mal das Leben schwer gemacht haben. Those weren't your normal monsters. Ist so. Are those springs and gears? Dolls, I presume. Dolls? What kind of dolls have you been playing with? Berechtigte Frage. Looks like you four aren't entirely useless then. Danke? Fragezeichen. Sir? Da ist er. Wo ist Ren? Ich will auch Ren nochmal wiedersehen. Meister Jörg. Schon wieder ein Deutscher. Wipe away the shock. I'm Jörg, owner of the Rosenberg Doll Studio. Aber klar, wenn das Studio schon Rosenberg heißt, dann kann hier ruhig auch ein Jörg arbeiten. Das passt ja dann schon wieder. You four are the brats of the CPD Special Support Section, I presume? Ja, yes, sir. Did Ren tell you about us? Muss ja. Hat er beim letzten Mal auch kurz erwähnt. No, I didn't need to hear it from her. I may be a recluse, but that kind of information gets around. Ach so. Weil er letzte Mal ja meinte, er will nicht so sein, weil wir ja auch Ren geholfen hätten oder nett zu ihr waren oder was auch immer. Das klang für mich so, als hätte sie ihm davon erzählt. I'm still not too keen about handing this over to Imelda, but a promise is a promise. Here. New Doll's Trunk. Thank you, sir. Lloyd ist ganz schön nervös, ne? I was not expecting you to hand it over this quickly, considering your objection earlier. Entschuldigung. Yeah, every doll has its own destiny. Could be this doll has to pass through the hands of a bullish broker before it finds itself where it truly belongs. It's the same with people. Each and every one of our destinies rests in the hands of the goddess. Gläubig ist er also auch. Wise words. Things do make a bit more sense when you phrase it like that. Well, wait just a second. What was the deal with those angels vor allen Dingen, angels and monsters you had us fight? And does this mean that Ren really is a part of that society? Detective Bennix, do you really have the time to be worrying about things like that? Whoa, huh? I am a humble doll maker, nothing more, nothing less. You are attempting to confront the many illnesses plaguing this land. However, you will find it impossible to find a cure for all of them. And despite all that, I hear that you intend to gaze into the bottomless abyss. The same goes for Ren. Her destiny is not directly entwined with yours. Before you worry yourselves with Ren, isn't there someone else who should be taking priority? Der ist auf jeden Fall auch ganz schön schlagfertig, hätte ich gar nicht gedacht. You mean Kia, right? Lloyd found her in a suitcase that was meant to contain one of your dolls, but it appears you already know that, sir. If you know something about Keto, now's the time to spill the beans. Did you forget what I just told you? Every doll has its own destiny. It's quite possible that through some strange twist of fate, life took root in one of my creations and it became human. Come again? What are you even
trying to say? Also eigentlich geht es gegen alle physischen Regeln, die wir aus dem Real Life kennen, aber er hat gerade ernsthaft behauptet, dass aus einer von ihm gefertigten Puppe theoretisch auch mal ein Mensch werden könnte. Spannend. Yeah, to be clear, no dolls with her characteristics have ever been crafted by these hands of mine, as far as I can recall. The entire incident was likely someone appropriating the Rosenberg name. Phew. That was in bad taste, sir. So you really don't know anything about Kia? At the very least, I am not aware of how she became involved in that auction. I assume neither is Ren. Well then. Damn, and here I was hoping that you'd have some kind of clue for us. That reminds me, is Ren inside? Gute Frage. No, she just left actually. She's quite the fickle child. You'd be wasting your time to try and catch her here. Jetzt geht er einfach. Wait. I have no more to say to you four. Go on, take the doll to Imelda. And tell her to deposit the MEHR in the usual account. Beim letzten Mal hatten wir den Quint, der schon extrem streng zu uns war. Jetzt ihn. Aber ich mag solche Charaktere, die so ein bisschen anecken. Weil die sind ja jetzt nicht irgendwie beleidigend geworden oder so. Aber die sind halt sehr, weiß ich nicht, sehr traditionell prinzipientreu. Haben vielleicht auch schon viel Mist in ihrem Leben durch und so. Und das ist halt hart an der Schmerzgrenze, ne? Aber ihmchen ist auf jeden Fall eine sehr interessante Person, finde ich. Ich wäre nicht traurig gewesen, wenn wir ihn jetzt auch noch in seinen eigenen 4 Wänden hätten besuchen können. Aber, wobei das ist hier auf der Karte, ist das gelb eingezeichnet. Vielleicht kommen wir da noch rein. Nee, leider nicht. The door is locked and there's no sign of the old man. Schade. Oh Mann, ey. Wie cool wäre das gewesen, hier nochmal so ein Dungeon zu haben, auch wenn es eigentlich keinen Sinn ergeben würde. So rein vom Storytelling her. The Society of Ouroboros, eh? Don't know if that old man is a part of it, but one thing's for sure. Those guys are anything but normal. I am curious about those dolls. Even the Epstein Foundation is still incapable of creating things of that nature. And LeBird's ZCF has only just begun their research into them. The Rosenberg studio is becoming more and more mysterious with every visit. This might be too much for us to handle at this point in time. Es kommt bestimmt beim nächsten Trades-Teil das Thema hier nochmal auf, könnte ich wetten. I think you might be right there. Bitte nicht spoilern, ich würde mich da gerne überraschen lassen. Well, we still have a job to do. Let's take this doll back to the antique shop. I'm sure Imelda is waiting for us. Sounds good. Ja, ich denke auch. Aber, ihr dachtet bestimmt, ich habe das vergessen. Es ist aber immer noch präsent in meinem Kopf. Hier, Aerial Cannon. Fires condensed energy from the air as a bullet of light. Area M. L wäre schön. L wäre echt schön, aber mit ihr ist eh unwahrscheinlich, dass ich das hier jemals nutzen werde, weil ich glaube, ihr Aura Rain ist schon irgendwie wichtiger. So, und er hat doch auch irgendwas Neues gelernt. Das hier, overwhelms enemies with a frenzied storm, bringing death. KO 60%. Ja, in so einem dicken Gruppenkampf. Ich weiß nicht, erhöht sich dieser prozentuale Wert, wenn du die vollen 200 hast? Oder geht der vielleicht runter, wenn du nicht die vollen 200 hast? Fragen über Fragen. So, ich bin jetzt gleich sehr gespannt, was wir erstmal von Imelda als Belohnung bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit der Weg war. Aber ich glaube, so weit hatten wir es nicht zum Busstop. Ich überlege gerade, ob ich mich trauen soll, an meine Kaffeetasse zu langen. Aber dadurch, dass du hier so eine schlechte Weitsicht hast, wenn du nach unten läufst, ist mir das, glaube ich, gerade fast ein bisschen zu heikel. Aber, wisst ihr, was ich mal checken kann? Das war doch die Stelle, wo ich beim letzten Mal mit dieser blauen Kiste geliebäugelt habe, oder? Ja, da unten. Einfach nur mal kurz gucken, so ganz, ganz kurz für 1 Millisekündchen, was da für ein Level-Erfordernis dahinter stand. War das damals nicht sogar die allererste blaue Kiste? Oh, warte mal, hier liegt noch was. Tierbaum, okay. Wie kam ich da nochmal hoch? Ich weiß den Weg nicht mehr. Achso, hier muss ich jetzt einmal rumlaufen, alles klar.
Ich wette, der ganze Weg ist eh umsonst, aber wenn wir schon mal hier sind, dann finde ich, sollten wir der Kiste eventuell eine Chance geben, aber nicht ohne vorher zu speichern. Nur für den Fall, dass da gleich was rausspringt, ohne dass wir irgendwas angezeigt bekommen. Ja, 35. Nee, das ist mir dann noch ein bisschen zu heikel. Ah, der Reiz ist schon groß, das mal zu probieren, aber dann habe ich wieder schlechte Laune. Ich kenne mich doch. Und dann beschäftigt mich das wieder viel zu lange. Ich glaube, wir heben uns das auf. Für unser Final Chapter, wo die Rahmenbedingungen dann bessere sind, wo wir dann auch hoffentlich besseres Equipment noch kriegen und alles und überhaupt. Jetzt gehen wir erstmal zurück zu Imelda. Und ich glaube, das nächste Ziel wäre dann St. Ursula, ne? Wo wir die blauen Pillen untersuchen lassen wollen. Das finde ich gerade auch ein sehr interessanter Handlungsstrang ist, weil ich wirklich keinen blassen Schimmer habe, was sie da vor Ort feststellen werden. So, aber erstmal werden wir hoffentlich eine glückliche Kundin besuchen. Hello, hello. Is that trunk what I think it is? That's right, Jörg agreed to leave it with us. Would you like to confirm its contents? Contents? Content? Oh, voll hübsch. Die kennen wir doch, oder? Hehehe, sweet idiot, it really is that nuts new doll. I cannot fathom how you convinced him, but bravo. I'm not sure if we convinced him or if he was just impressed by our raw stubbornness. Ja, oder von unserer Stärke. Either way, it is a marvelous doll, isn't it? I've seen some before at a friend's place, but each one truly is a masterpiece. Ich mag die halt, ich finde die voll hübsch, weil die so silbriges Haar hat. The craftsmanship takes one's breath away. I am inclined to agree, they're remarkable. I was expecting it to be about the same size as Kia, though. That sweet little girl you brought before, eh? There are Rosenberg dolls that are about her height, yes? Jörg seldom makes them, though, so you never seen them on the market. Was ich nur hart unlogisch finde, ist, dass so eine teure Puppe nicht mal in der Verpackung drin steckt, sondern wir sie jetzt ja einfach so auf den Tresen setzen, so ohne Schutzhülle oder Folie oder sonst was. That's also why they're said to fetch such outrageous prices at the auction. Perhaps older dolls were more her size. For example, I remember Belle's being a similar height. Oh, really? I have a question, Imelda. Are you aware of the other dolls Rosenberg's studio has made? Other dolls? Whatever do you mean? How about giant dolls that can move on their own? Ring any bells? Specifically, one that looked like an angel and another with a big face. Oh, are you perhaps talking about the automata? Ooh. If anything, I'd say those are actually his specialty. I've heard their movements have become even more precise since he started incorporating orbital technology in them. You know about them? And you didn't? Even Argentseal uses them on stage from time to time. Ich frage mich gerade eher, was es gibt, worüber Imelda nicht Bescheid weiß. I believe the soldier with the spear in their latest production was an automaton. Okay. What? You mean the one that was twirling that spear around like it was nothing? Die Vorstellung ist mir schon wieder zu lange her. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Typ die hier meinen mit Speer. I never would have guessed, not in a million years. Well, surprise, the troops sent an entire order for complex stage props too. Everything from the lighting apparatus to the water control to the wire flying system was entirely Jörg's handiwork. I suppose it's still far from being public knowledge, though. Deswegen kann er sich auch so eine große Bude leisten, mitten im Nirgendwo. Well, my mind's blown. I will admit that I thought the stage was incorporating impressive tech, but does that mean that those angels and monsters function similarly? Who's to say? That old coot's full of mysteries, not to mention stubborn to the bone, and hates just about everyone he meets. But as long as he puts out a new product every so often and lets me dip in on the profit, I don't have any complaints. At any rate, you certainly didn't disappoint, Iris. You'll be the first on my list to call if I ever need a hand again.
if you insist. Well, then, if you'll excuse us, getting a new doll completed. Das war auf jeden Fall auf sehr vielen Ebenen interessant hier. Speaking of dolls, that reminds me of another curious rumor I heard some time ago. It spoke of these peculiar mechanical dolls that could move of their own accord and even went on rampages during the LeBeau incident. Perhaps Jörg played some role in those proceedings after all. So würde ich den gar nicht einschätzen. Also das wäre natürlich ein interessanter Twist, wenn der im Hintergrund da noch die politischen und militärischen Strippen und Fäden zieht, aber auf mich wirkt er einfach nur wie jemand, der produziert, Auftraggeber glücklich macht und denen ansonsten gar nichts juckt, aber wer weiß. Is the shutdown of orbit technology throughout an entire country really something to make light of? No, it's not, especially given what we know about the society's role in it. Speaking of dolls, that reminds me of another curious rumor. Das hat sie uns gerade eben schon einmal erzählt. Okay, können wir jetzt hier irgendwas Neues kaufen? Das sieht nicht danach aus. Okay, aber dann haben wir das doch auch fein abgeschlossen. Gucken wir mal, ob es hier jetzt gleich noch eine Belohnung gibt. Dürfte aber eigentlich nicht sein, oder? Weil es eine Hidden Quest war. Ah doch, okay. Aber eigentlich dachte ich, dass wir hier nur reporten, was wir auch aus der Zentrale quasi kriegen, aber scheinbar nett. So, dann gibt es jetzt noch diese Geschichte. Auch das werden wir heute nicht erledigen, denn ich glaube, das nächste Recipe gab es erst am 3. Tag. Ich gucke gleich nochmal nach. Warte mal. Ursula Road. Genau, hier will ich mich einmal hinporten. Moment. Ja, wir haben am 3. Tag noch ein Rezept. Am 3. Tag findet man auch das Finale von Dr. Glenn. Und die letzten 3 Rezepte, wenn ich mich jetzt nicht versehen habe, die gibt es dann im Final Chapter. Also ich hoffe einfach, aber es muss ja so sein, dass die Mission dann auch bis zum Final Chapter auch weitergeht, dass man die da dann vollumfänglich abschließen kann. Gut, was wollte ich tun? Ich wollte einmal zum College rüberdüsen. Und dann brauchen wir eigentlich, lass mich kurz überlegen, aber keine Zeit zu verlieren, weil dann können wir direkt zu Dr. Günther durchrushen, oder? Oh, was ist das denn für ein etepetete Polizeiauto? Wahrscheinlich ist die First Division hier auch. Aber die hatten damals, glaube ich, ein anderes Fahrzeug. Das war nicht so babyblau. Kate, what are you doing here? I believe it is rare for uniformed members of the CPD to be assigned duties that take them outside the city. Oh, I was just escorting some people here. You see, there's a few members of HIER recovering at St. Ursula Hospital. And since some of the 2nd Division detectives wanted to question them, I was put in charge of driving them here with one of the police cars. Das erklärt alles. I don't think the department knows how bad of a driver I am, though. Gotcha. What matters is that you made it. Thanks, but HIER, they're one of the mafias, right? I didn't know about them at all. The 2nd Division sure are taking their time with the questioning. Last time I checked, it was already past noon. I hope those HIER guys aren't giving them a hard time. Vielleicht macht das ja auch Sinn, nochmal in die Behandlungszimmer reinzugehen und einfach zu gucken, wie diese Interviews ablaufen. The hospital's been bringing in a lot of scary-looking guys all morning. I can't say I was expecting that when I woke up today. Did something happen in the city? Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Hätte ich das vorher gewusst, mein Lieber, hätte ich dir eine Zeitung mitgebracht. Alright, we have to check and see if Dr. Günther has any time to meet with us. Yes, we should probably ask the receptionist about that. I just hope he didn't play hooky and go fishing again. I would not even be surprised if that were the case. Ja, dann unterhalten wir uns halt mit unserem Anliegen am Angelplatz, ist auch okay. I came to visit my boyfriend today. You could call him a bit of a delinquent. I just hope he doesn't cause the other patients too much problems. Too many problems. Stand da. Man sagt, many sagt man ja immer bei zählbaren Sachen und much bei so abstrakt nicht zählbaren Dingen. Deswegen
Ja, macht das auch Sinn. Ich habe gerade kurz überlegt, ob Matsch nicht auch praktikabel wäre. Aber ich meine, das schon mal gehört oder gelesen zu haben. Matsch Problems. Kein Plan. So, wir sollen zum Receptionist, also let's go. Sarah, stimmt, so war dein Name. Why, hello there, everyone. Are you here to visit Cecile? Nicht ganz. Oh, not today. We're here to meet with Dr. Günther again. Does he happen to be available today? Ah, let me check. Ich dachte, die wüssten ad hoc immer, ob er heute im Dienst ist oder nicht. Well, Dr. Günther, I see you picked up the phone today. You have some visitors. If you have some free time, would you? Achso, die wusste, dass er da ist, wollte aber erstmal nachfragen. Dann nehme ich alles zurück. Oh, bad timing. Do you have some examination or research to do? Die Polizei ist bestimmt bei dem gerade zu Gast, oder? I see what's going on here. Planning to go fishing, are we? I think not. You're on the clock. So, you need to do your job. Got it? Pass auf, am Ende klettert er aus seinem Fenster raus und flieht irgendwie mit so einem Bettlaken, an dem er sich entlang hangelt. He's the same as always. Though he is exceptional in his field, his dedication seems lacking. Der ist ein bisschen wie ich mit dem Zocken. Weißt du, ich mache das auch manchmal. Wenn ich Homeoffice-Tage habe, dann schneide ich manchmal zwischen 2 Terminen einfach Videos. Aber ich entferne mich wenigstens nicht von meinem Platz und bin notfalls immer noch erreichbar. Yes, it's Detective Bannings from the Special Support Section. Yes, I understand. Should I have them meet you in your laboratory then? Ich glaube, das war ein Ja, hoffentlich. Well, Dr. Günther will see you now. If you'll head up to the research ward, please. Thanks. Looks like we threw a wrench in his plans. Ja, das ist so, aber mein schlechtes Gewissen hält sich in Grenzen, ehrlich gesagt. Dr. Günther is waiting for you on the 4th floor of the research ward. You know, I recommend you hurry up there before he sneaks away. Eile mit Weile, meine liebe Sarah. Wir lassen uns jetzt hier erstmal gar nicht stressen. Ich will nur gucken, ob wir jetzt hier irgendwelche auffälligen Patienten haben. Was machst du denn mit der Pflanze? Alles okay bei dir? My shift today lasts all the way until evening. Oh, everything's so peaceful when Dr. Günther isn't around. Yep, I think I'll lay back and relax when I get back to my room. Aber war das nicht mal andersrum? Dieser Satz hier, der hatte doch den größten Stress seines Lebens, als Dr. Günther weg war, weil er doch damals seine Vertretung machen musste. Und da irgendwie gefühlt alles vor die Hunde ging. So, ich sehe hier gerade keine Special-Patienten, aber die werden auch alle in den Behandlungszimmern oben sein. Die waren ja nicht hier. Gucken wir mal. Ich werde jetzt nicht nochmal das ganze Hospital auf den Kopf stellen. Aber alles, was man im Vorbeigehen so sieht. Several men from the HIER Trading Limited were carried in on stretchers this morning. One was transferred to this ward, and for the time being, that's where he will stay, at least until he's well enough to be able to speak. However, it's clear that these aren't wounds normal civilians would ever get. Calling these men suspicious would be an understatement. Was sind das denn für Verletzungen? Some men from an organization named HIER were rushed into the hospital this morning. Das ist aber neu. The ones that weren't transferred into this ward have a harder road to recovery ahead of them. I imagine they're sleeping in the ICU right now. Ich wette, die HIER überfallen haben, das sind auch solche Automatons gewesen oder wie auch immer Imelda die vorhin betitelt hat. At any rate, the circumstances surrounding them are a tad too suspicious for my liking. Und ich wette, dieses komische Bild an Verletzungen, was er hier gerade so andeutet, ich wette, das wird auch was damit zu tun haben, was das eigentlich für Viecher waren. So, HIER Member. Damn police are pests as always. They can ask me whatever questions they'd like, still won't get anything out of me. I may not look so worse for wear, but I'm still a patient, am I not? They could afford to show a little consideration toward a man on the mend. Apparently my co-workers who were admitted with me are still in the ICU. Was ist denn ICU? Ist bestimmt Intensivstation oder sowas. Intensive Care... Boah, keine Ahnung. I hear they should be able to wake up by tomorrow, though. Hey, I must admit St. Ursula does work wonders.
Ja, hier kommen sie scheinbar mit dem Arbeitsaufwand noch zurecht. Wobei wir auch schon Tage hatten, wo die alle über zu viel Stress geklagt hatten. That new guy apparently got banged up bad during a fight. I don't know how I feel about sharing a room with what could be some rough and tough thug. Vor allem, wenn du den ganzen Tag mit dem Rücken zu ihm liegst, das würde mich am allermeisten stressen. That new guy during a fight. Okay. Ah, der wird euch schon nichts tun. My girlfriend's stopping by to visit today. I told her she didn't have to, but she absolutely insisted. Talk about embarrassing, right? Was ist denn daran peinlich, dass deine Freundin dich im Krankenhaus besucht? Bist du dumm? Wahrscheinlich noch sehr jung oder so, keine Ahnung. I told her she didn't have to. Ja, also ich finde daran nichts embarrassing. Und wenn mein Boyfriend mir sagen würde, du musst das aber nicht tun, dann würde ich halt trotzdem hinfahren. Also, komisch. Ich finde seine Reaktion darauf sehr merkwürdig. Hi, you goons, huh? Aren't they cute having a story lined up beforehand? They were the whole nine arch. They went, nicht they were. Is the second division looking into the attack on HIER? Yep. Request came straight from the first division. They asked if we could get statements from those hospitalized and see what we can dig up. But it's not like these guys will ever rat on HIER. Their lips are sealed. Those first division guys really piss me off sometimes. They knew we'd get Jack Squad. Were they taken advantage of because the first division didn't want to go through the formality of taking statements? That's rough. Guess the second division's got its own trials and tribulations to deal with. Damn the first division, this is why they piss me off. They always waltz in and snatch our cases, and then have the balls to drown us in busy work while the real action's out there. Ja, ich verstehe, dass der frustriert ist, vor allen Dingen, weil der Kandidat da drüben ja scheinbar so gar nicht redselig ist und die hier wahrscheinlich null vorankommen. I've been holding out since this morning, hoping we'd get even a scrap, but I think it's time we pack it up. These HIER guys are tough customers, I'll give them that. It's the first time I've interacted with them, but they're clearly well trained and loyal to a fault, even in the lower ranks. I've been holding... Oh, ich finde Loyalität eigentlich schon hart sexy, aber mir tut es trotzdem hier für Donovan und Raymond so leid, dass die jetzt hier solche Probleme haben, weil die mag ich irgendwie auch. Thankfully, the patient that was carried in today only suffered minor injuries. As of now, he should be sleeping in room 201. Da kommen wir gerade her. Na gut, sehr interessant auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja gerade auch nicht so die Standard-Hospital-Arbeitszeit, die sie sonst so haben. I just had my appendectomy this morning and God, was it horrible. It hurts and I'm hungry and I want to sleep, but I don't want to do anything either. Aber schlafen ist auch immer eine gute Möglichkeit, oder? Muss ja auch nichts für tun, es sei denn, sie kann nicht einschlafen. I just got a phone call from my mother-in-law saying that she's bringing my son to come pay me a visit. Oh, ideos, what do I do? She's gone to such great lengths to accommodate for me while I'm here. I don't know how I'd begin to repay her. I just got a phone call. Ach, irgendwann wirst du dich schon revanchieren können. Irgendwann ist jeder mal in einer Notlage, wo er dankbar ist, wenn er andere hat, die ihm oder ihr helfen. Oh my, there's so many people here today. So, who are you here to visit? Dich. Nur für dich sind wir heute hier. Alles andere ist gerade zu kompliziert zu erklären. So, dann, warte mal kurz. Es gab doch hier noch einen Raum, oder? Ach nee, hier unten waren nur Bänke. Ich dachte, das wäre so eine Kreuzung, wo du in jede Himmelsrichtung irgendwie ein Räumchen vorfindest. Hello. I'm fine, just a little fit, that's all. Mrs. Hill is supposed to come check on me later too, so I'll be okay. Oh, ich freue mich auch gleich, die kleine, ich habe ihren Namen vergessen, Shizuko? Gleich nochmal aufzusuchen, die war doch hier jetzt irgendwo auf dem Weg, oder? Linen Room. Aber warte mal, hier war doch dieser arrogante Sack. Deswegen habe ich das auch so in Erinnerung, dass hier unten auch noch so ein Zimmer ist.
The plan was to hide out in the hospital until the storm blew over, but little did I know I'd have another one awaiting me here. One by the name of Martha. It was just my luck that I'd be assigned that bullish nurse administrator of all people. This place has become quite hostile. I can't stand that nurse administrator. Who does she think she is, bossing me around? Damn it all, why does a diet member like myself have to go through such torture? Also wenn er hier noch länger bleibt, ich wette, am Ende wird daraus noch voll die Love Story oder so und dann kommen die zusammen und eigentlich wollte er schon immer so eine Frau haben und dann wird er am Ende der devote Part und sie ist die Tonangebende. Ja, ich weiß, ich bin gedanklich gerade schon wieder auf kompletten Irrwegen. Oh, hello everyone. Thank you so much for yesterday. It was nothing. Besides, we got something out of it too. Someone looks happy. Me? Well, Shizuku, ja, habe ich doch richtig gesagt vorhin, oder? Well, I get to go visit the city tomorrow, so I'm excited about that. And Father told me that he would be able to take a break from work. That busy Giza managed to get a day off from the guild, huh? I'm so happy for you, Shizuku. Now you can give him the present you made yesterday. That's my plan. Oh, and if it's okay with you, would you mind if I came and played with Kia? Of course you can. You're always free to stop by. We have work to do, but the chief and Kia should be at the SSS building. I can already picture Kia's smiling face when you arrive. Thank you. I'll make sure to dress up when I leave tomorrow then. Oh, wie süß. Aber das war gerade so eine Special-Szene, ne? Weil die Kamera sich wieder so neu justiert hat. I hope I get to meet with Kia during tomorrow's trip. That would really make tomorrow perfect. Oh, wenn sie wüsste. Kia wird sich so freuen. Oder die stehen schon in Kontakt, ich weiß es nicht. Vielleicht schreiben die sich Briefe. Oh, I'm so glad. This must be the happiest I've ever seen Shizuku during her time here. Well, I know I'd have just as bright of a smile on my face if you told me I was going to get to spend some time with Elia. Shizuku isn't able to get away from the hospital very much, so I hope her day out is packed full of fun for her. Ich denke schon. Elia, fun for her. Okay, gut, dass ich hier nochmal reingegangen bin. Auch wenn wir hier theoretisch niemand Neues angetroffen haben. So, warte. Sirone heißt die hier immer stand, oder? Ja, guck mal, ich habe mir wieder einen Namen gemerkt. I accidentally bought a tad too many bed sheets when filling out the purchase forms, and Maifa got really ticked off with me again. You see, I thought 50 sheets weren't enough, so I added one more 0 to the order. Well, no biggie, I've decided not to freak out over every little mistake. Just brush it off, Sirone. Nobody's perfect after all. So ist es. My fire is really heated right now, but I've decided not to let that get me down. I'm not going to worry about every little thing anymore. Just gonna brush it off. Nobody's perfect after all. Ich glaube, mit ihr will ich jetzt auch nochmal sprechen. Das ist aber nicht das Gebäude, wo ich hin muss. Warte mal. Bisschen Orientierung habe ich mir dann doch irgendwie bewahrt. Also es sei denn, sie steht hier nicht. Das ist Martha. The entire hospital has been awfully hectic ever since this morning, but it seems to finally be settling down now. All things considered, I'm just thankful that the man brought in is in stable condition. The entire hospital has been awfully hectic ever since this morning, but it seems to finally be settling down now. All things considered, stable condition. Okay, da ist sie. The bed sheets used at St. Ursula are bought from Mr. Hayworth, a local trader, kennen wir. And I, being the intelligent person I am, decided to put Sirone in charge of ordering more. I told her to buy 50 sheets and she bought 500. Ja, die 0 zusätzlich tut schon weh, ne? 500, you hear me? 500. Thank Idios, Mr. Hayward noticed something was off and notified the hospital. What am I doing to do with that girl? If it had been any other trader, we would have definitely been forced to buy the 500, no questions asked. No, if I can say anything about Sirone, it's that she's absurdly lucky.
Ja, und ein bisschen verpeilt scheinbar. Also eigentlich ist das ja manchmal ganz niedlich, wenn Leute so ein bisschen duselig und wirr sind und ja, verpeilt halt. Aber im beruflichen Kontext finde ich das oft schwierig. Also ich bin, auch wenn ich selber, wenn ihr mich so zocken seht und so, oftmals der übelste Trottel bin. Aber im Arbeitskontext bin ich schon sehr streng. Also sehr streng zu mir selbst, aber auch sehr streng anderen gegenüber. Und da finde ich, je nachdem, was für einen Job du gerade machst, das schon schwierig. Und für so ein Krankenhaus, also ich weiß jetzt nicht, wie gut das denen jetzt hier finanziell geht, aber kann so eine Fehlbestellung, wo es dann um viel Kohle geht am Ende des Tages, auch entsprechende Auswirkungen haben. Deswegen, weiß ich nicht. Also hier würde ich jetzt nicht sagen, oh, was für eine lustige, vertrottelte, süße Maus. Mich würde das an Mayfers Stelle genauso ärgern, bin ich ehrlich. Dr. Günther and the others just run back into the hospital. I didn't get a good look, but it seemed that they had a seriously wounded man with them. Dyson. Dr. Günther, others, hospital, wounded man. Okay. So, Leute. Dann kommt jetzt der große Auftritt von uns und Dr. Günther. Ich mag sein Büro irgendwie voll. Wie da auch diese ganzen Fischbilder hängen. Ist mir das beim letzten Mal aufgefallen? Ich weiß es nicht mehr. Excuse us. Da ist er. Gedanklich vielleicht nicht bei uns, aber immerhin physisch. Welcome everyone. How very nice of you to visit. Sorry to show up out of the blue like this. We apologize for getting in the way of your hobby, Doctor. It's fine. Noon is the ideal time to catch noble carp, but if duty calls, duty calls. Trust me, I'm not going to hold a grudge against you over this or anything. Ich wette, der ist böse. Ich habe gerade was in seinem Blick gesehen, als er seine Augen offen hatte, wo ich das Gefühl hatte, irgendwas ist mit dem, aber vielleicht halluziniere ich auch nur. He says that, but I feel like he resents us with every fiber of his being. Fish and nut through and through. Well, putting my bitter regrets behind us, what brings you here today? I assumed you were here to discuss Kia's condition, but I see she's not with you. Actually, it's about something else. Kia's the same as usual, though. There hasn't been any improvement with her memories. I see. Personally, I still think you should have had her hospitalized. About that, we've tried to suggest it to her a few more times, but she just won't have it. I'm sorry, I know we won't get anywhere closer to solving the problem like this. It's okay, there's no point in rushing things after all, just keep it in mind. So, what's this other matter? I assume it has something to do with my fields of expertise. That's exactly right. Would you mind taking a look at this drug for us? Oh? These pills. Such a vibrant blue, no coloring agent I've ever heard of would be able to produce this. We found these pills among the possessions of a certain individual. We suspect they're illegal drugs. I see. Please, would you fill me in on the rest of the details? Am Ende ist er derjenige, der die vertickt, den wir gerade quasi erwischen auf falschem Fuß. Nee, das glaube ich allerdings nicht. Aber ich glaube irgendwie, dass er am Ende in irgendeinem üblen Reveal vielleicht zu den Bösen gehören könnte. Okay, I think I understand now. So, Dr. Günther, do you know anything about these blue pills? Where they might have been developed, maybe? I'm sorry to say, but I haven't seen this type of drug before. As a pharmacologist, I have contacts in every pharmaceutical company in Simuria. Pharmaceutical? Schwierig alles. I typically receive samples of all newly developed medicine. However, I've never seen a pill of this coloration. Ah, that's a shame. And what's more, the effects of these pills are particularly interesting. A boost in strength, focus, reflexes, judgment and even intuition. Der denkt jetzt doch nicht an sein Angelhobby, oder? It managed to improve every single one of those attributes. Well, we haven't been able to confirm whether or not the Mafia have been taking these drugs. That might have been the only confirmed case so far.
and nothing has truly substantiated Mr. Grimwood's rumor yet. Either way, I can tell you right now that this is no ordinary drug. How about this? Allow me to keep 3 of these pills. I can conduct a composition analysis right away. That would be great. Do you know how long it will take for the analysis to finish? Well, I have the medicine on me and a general idea of its effects. I'd like to think I have its composition figured out by the end of the day. Okay, das ist schneller als gedacht. But if I'm not able to do that, this may take a considerable amount of time. Nicht, dass er jetzt ermordet wird oder so. Weil eigentlich ist er hier auf ganz dünnem Boden unterwegs, weil wenn er hier mehr rausfindet und das Rückschlüsse auf die eigentlichen Täter zulässt, dann lebt der Mann hier vielleicht gerade gefährlich. Ah, I see. I can contact you tomorrow around noon to let you know how it's going. Hä? Hat er nicht gerade gesagt, dass er das vielleicht heute noch schafft? Would that be okay? Perfect. Thanks for your assistance in all this, Dr. Günther. It's a big relief knowing you're helping us. By the way, do you think there are any possible side effects or toxicity? Direkt Ohrwurm, ne, bei dem Wort. Without further analysis, I can't say for sure, but if anything happens to that miner, call me as soon as possible. Guck mal, dieser Blick, den er jetzt drauf hat, ich finde, der sieht aus so richtig eiskalt. And do the same if you find any others who have taken these pills. We can do that. Man, who knows just how far this stuff has spread through Crossbell? We hear rumors popping up about it all over the city. Of course, it is impossible for us to question Rivage about this, but if their members really are taking it, I am concerned about the side effects. Yeah, likewise. Doctor? Are you worried about the side effects too? Ne, ich denke nicht. Oh no, that's not it. With all this talk of rumors, I was reminded of one I have heard recently. Hau raus, you two. What kind of rumor? Okay. Remember, none of this was ever officially confirmed or explained, but several years back, there was an odd rumor that floated around the pharmaceutical industry. It talked about a certain religious cult that had created a new kind of drug. Religiöse Kulte, das geht in eine Richtung, die sehr interessant ist, finde ich. A religious cult? Do you mean they were a sect of radicals who split off from the Septian Church? No, they were something even worse than that. Apparently, they rejected the very existence of idols and worshipped devils instead. Satanisten. At least that's what I heard. They worship devils? Wobei der Satanismus, so wie ich ihn kenne, eher das eigene Ego und das eigene Ich im Fokus hat und weniger irgend so ein satanisches Wesen, was da draußen irgendwo rumkreucht und fleucht. The story sounds more and more suspicious by the second. I definitely thought it was absurd when I first heard it too. However, I can't help but recall the effects of the medicine they allegedly created. It was said that they borrowed the power of devils to unlock the hidden potential within humans, even bringing the user good luck. Oha, das ist aber eine Brücke, da rennt ja bei uns gerade offene Türen ein. That sounds like the same effects of these pills, vor allen Dingen mit dem Lack am Ende. Damit fing ja alles an mit dem guten Gans. Excuse me, Dr. Günther. Do you know the name of that drug? Let's see, what was it again? Oh, right, I remember now. They called it True Wisdom Gnosis, or so the rumor goes. Oh, Theo, was los? Gnosis. Was war denn gerade mit Theo los? That's quite a thought-provoking name. Well, because of its absurdity, the story became somewhat of an urban myth. But you've heard the rumors of the secret society that was connected to that big incident in LeBeau last year, right? Jetzt meinte er aber Ouroboros, oder? Maybe the two could be connected somehow. That must be the society that Estelle and Joshua told us about. Do you think it could possibly have any ties to a devil-worshipping cult?
Anyway, in order to uncover the truth behind these pills, I plan to contact some colleagues of mine to help with the analysis. While I do that, I also try looking into that rumor to see if it still has any merit. We'd appreciate that. A drug that borrows the power of devils. Boah, Tio, was ist los? Sprich mit uns, Girl. Jetzt. Die hat ganz komisch gerade reagiert. I can't say I was expecting to hear a story like that when we walked in. Anyway, for now, we should just trust the doctor with the composition analysis. I agree. We need to return to Crossbell before it gets dark. Also, the First Division's investigation report might be waiting for us by the time we get back. Oh boy, can't wait to spend all evening reading over a mountain of papers. Vielleicht liest dir ja jemand vor, wenn du nett fragst. Tio ist mir hier gerade zu auffällig. Da stimmt doch irgendwas nicht. Da ist doch irgendwas im Busch wieder. Komme ich hier nochmal zurück? Das sieht gut aus. So, der Herr. Wir wollten nur Tschüss sagen. Are these pills the fabled Gnosis, or are they some different drug? Excuse me for being brash, but as a pharmacologist, I find myself extremely interested in this. At any rate, you can count on me to analyze these blue pills and get back to you. Ey, Tio, das macht mich immer aggro. Von Anfang an macht mich das aggro. Charaktere, die immer mit den 3 Punkten andeuten, dass sie irgendwas wissen oder sagen wollen. Okay, hier wiederholt er sich. Alles klar. Dann gehen wir hier mal raus und gucken, was hier noch passiert. Ich wette, bis wir den Eingangsbereich erreichen, wird nochmal eine Szene kommen. Oh! Oh. Na, habt ihr euch wieder vertragen? Cerrone, how long does it take someone to dry bed sheets? Oh, hey, Mayfa, wait just a second, okay? I've almost found out the perfect angle to dry sheets at. It will be super helpful. Perfect angle? That's what you've been doing all this time? While you were messing around, the rest of your work was pushed onto me. Huh? You did everything else? Thank you. You're the best, Mayfa. And with that, I've lost the will to argue. You win this battle, Cerrone. Have I been too soft on Cerrone? I end up cleaning up all of her messes for her when she should probably learn to take care of them herself. Weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, ob Cerrone, ob sie sich einfach nur doof stellt oder ob die wirklich einfach so hart unbeholfen ist. For as much as Mayfa rags on me for being a major klutz, at the end of the day she always covers for my dumb mistakes. I'm lucky to have such a good friend. Friend? Okay. Ja gut, wenn die befreundet sind, dann ist das alles nochmal ein bisschen was anderes. Ich dachte tatsächlich bis gerade eben, dass sie einfach nur in einem kollegialen Verhältnis zueinander stehen. Is it already this late? I better finish cleaning up before my shift ends. Before my shift ends. Nicht shifts ends. Nicht doppelpluralisieren bitte hier. So. Okay. Warte. Oh, darf ich nochmal zurückgehen? Ich will einfach nur bei Shizuku gucken. Ob die jetzt... Wollte die heute oder wollte die morgen Arios zuerst treffen und dann mit Kia was unternehmen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, okay, der Cut, der hat gerade irgendwie gar nichts gebracht. So weit war es nämlich nicht. My father will be visiting tomorrow. Ach, morgen. So, I'm going to bed early today. Though I'm so excited that I don't know how I'll be able to fall asleep. Schaffst du schon. Aber vor Aufregung, ja, mit Aufregung im Bauch schlafen zu gehen, ist leichter gesagt als getan manchmal. Wobei, ich habe eigentlich noch nie in meinem Leben richtige Schlafprobleme gehabt. Mein Problem ist, dass ich eigentlich tendenziell immer und überall zu schnell einschlafe und zu ungünstigen Zeitpunkten und dann nachts nicht schlafen kann, weil ich halt vorher schon geschlafen habe. Das ist eher so mein Struggle. Today's lecture was a breeze for me. Reading my medical textbooks everywhere I go must finally be paying off. Everywhere I go. Ach, everywhere I go. Okay, das habe ich gerade nicht in Zusammenhang gebracht, deswegen den Satz nicht verstanden. I wonder if Lytton is keeping up with his lectures properly.
Today's lecture was a breeze for me, paying off properly. Okay, wenn wir schon mal hier sind, können wir mit dir auch noch reden. It's almost time for the nurses to come grab the patients' meals. Our meals have been quite the hit with the patients as of late. Mr. Gable of the diet irritated me a while ago when he said, "Your food lacks elegance." But since then, I've worked on improving the menu and apparently it has been a welcome change. Maybe he wasn't wrong after all. Das klang gerade kurz so, als würde sie uns ein Rezept jetzt übergeben wollen. Our meals have been quite the hit with the patients as of late. Rude as he was, I suppose I should give Mr. Gable some credit. Ne. Also, ganz im Ernst, ich glaube, der macht mit so einem Lob, das wandelt ja in seinem Kopf in was ganz Falsches um. Aber vielleicht fängt er auch an, euch zu mögen, wenn ihr nett zu dem seid auf diese Art und Weise. Und dann benimmt er sich vielleicht auch anders, keine Ahnung. Hello, hello, Celine. Ah, nee, das ist Ada. Ups. I'm on shift today. It's stressful being a nurse. We have to take care of both our patients and ourselves. I'm on shift today. Du bist irgendwie immer on shift, wenn wir gerade da sind. Those wolf attacks from a few months ago ended up getting my shift extended, so I've been a bit exhausted myself. Looks like we both have it rough. Those wolf attacks from a few months... Boah, ich weiß nicht. Also ich finde es ganz schwer, Tonys Job mit Adas Job zu vergleichen. Ich wusste, dass hier eine Szene kommt. Irgendwie hatte ich das im Gefühl. Well, it's already getting pretty late, so we'd better grab a bus instead of walking back. No argument here. Thank goodness for this bus system of ours. I don't know what we'd do without it. Mann, Tio, was denn los? Jetzt sprich doch mal mit uns. Tio? What's the matter, Tio Todd? You've been awfully quiet for a bit now. I am fine. Wer's glaubt. Ich tu's nicht. Tio? The sun makes it hard to see, but your face, it's so pale. Die kennt diesen religiösen Kult, wette ich. What? I told you I am fine. I just feel a bit unwell is all. Oh no, feeling unwell means you're not fine. So ist es. Da sagt Randy was Richtiges. There's gonna be some place to rest around. Jetzt kippt sie bestimmt um. Was ist mit ihr, Tio? Oh no. I'll go get a doctor. Hurry. Vielleicht hat das was mit ihren geistigen Kräften zu tun, die sie hat. Weil sie ja auch imstande ist, so Übernatürliches zu erspüren und zu erfühlen. Vielleicht hat das damit was zu tun. Oh, wie schön das hier ist. Ich glaube, wir waren hier noch nie nachts. It was just her anemia acting up, thank goodness. After a bit of rest, she should wake up and be good as new. That's good news, at least. What a relief. You said it. For a second there, I was getting pretty worried. Still, I'm sorry we couldn't put her in a normal hospital bed. Mine was the only one available. Unfortunately, every room we have in the hospital is occupied right now. That's alright. I'm sure your room will be more than enough to help Tio recover. Aber ist das jetzt ihr Private Room? Oder was ist das für ein Room? Was macht denn Cecile? Cecile, thank you so very much. Don't mention it, Ellie. I have to work the night shift tonight. So it's perfectly fine if she wants to rest here until tomorrow morning. Well, I'll be going then. Thanks, Cecile. Das wäre eigentlich der perfekte Moment, um Kia nochmal zu überreden, auch hier zu bleiben, wenn Tio sowieso hier bleiben muss. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde das gleich versuchen, miteinander zu kombinieren. We really appreciate the help. Ein Glück, dass wir sie haben. Aber gut, wir hätten wahrscheinlich auch Hilfe von anderen bekommen, wenn sie nicht da wäre. Tia, if only we'd noticed sooner. Now that I think about it, she first started to look a little sick during our conversation with Dr. Günther. And if I remember correctly, it was when he started telling us about the drug those devil worshippers made. Tja, was hat das jetzt aber zu bedeuten? I'm fine, you know. If you have any questions, you can ask me. Tio, you're awake? I'm so glad. You had us worried, you know.
Da ist sie wieder, ganz die Alte. Oh, ich mag das immer, wenn man die so aus nächster Nähe auch mal wieder sieht. Ey, das ist doch gefühlt schon 50 Folgen oder 100 oder so her, seit das letzte Mal so war. Please, there was no need to be. Also im Zusammenhang mit Theo meine ich jetzt. Given that you are involved in the ongoing drug investigation, I know it's your duty to ask me about everything I know, I mean. Listen, Theo. Do you really think we would push you to share something you're clearly uncomfortable talking about? Huh? Ah, vielleicht ist sie deshalb abgeklappt, weil sie sich selber so unter Druck gesetzt hat, weil sie eigentlich nicht reden will, aber sich dazu verpflichtet fühlt. While the investigation is definitely important, these are two separate matters. You're more to us than just a colleague. Oh. Above all, you're an irreplaceable friend, Theo. Das hat sie schön gesagt. Everyone's got some bits of their past that they'd rather not talk about. Well, I guess mine kinda ended up getting out anyway. But if you really don't want to talk about what you know, Theo Todd, then we'll do everything we can to support that decision. Ellie, Randy. Das erinnert mich gerade so sehr an Emma in Cold Steel. Da war das ja anfangs auch so ähnlich bei ihr. That's how we all feel, Theo. But if you ever decide you want to tell us about the things you've kept hidden, if talking about them with us will help ease your burden, even a little, then know that all of us would be happy to help shoulder it for you. Lloyd. Oh, jetzt vergießt es bestimmt ein Tränchen. I'm constantly amazed by the embarrassing things you say when you get into one of your speeches. Das ist aber eine kalte Reaktion auf die netten Worte. Not just you, but Ellie and Randy too. Lloyd's cheesiness must be rubbing off on you. Yeah, I think you got us there. Clearly, we've been spending too much time listening to Lloyd. Yeah, laugh it up. Oh. Ah, das war wahrscheinlich wirklich nur irgendwas Mentales, was sie so fertig gemacht hat und nichts Körperliches, oder? I've already told Lloyd a part of this story, but let me explain from the start. Okay, ihr Lieben. Ich werde an dieser Stelle, weil sich das gerade so anbietet, weil sie das so schön anteasert, den Part jetzt beenden. Und wir werden uns diesen Teil der Story, sie sagt nicht die ganze, sondern a part of this story, zu Beginn der nächsten Folge anhören. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, denn ich habe das Gefühl, dass sie eine ganze Menge weiß und uns eine Menge wertvoller Hints mitgeben kann. Aber das finden wir dann beim nächsten Mal heraus. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!